Kein Land, das man heute auf einer modernen Karte sucht. Vielmehr eine historische Bezeichnung für eine raue, unbezähmbare Wildnis, die sich Argentinien und Chile seit Jahrhunderten teilen. Was als Name auf altem Pergament beginnt, wird hier am Ende der Welt zu einer Realität, die man Schritt für Schritt erfahren muss. Es ist eine Welt, in der die rohe Gewalt der Elemente den Takt vorgibt. Allen voran der unberechenbare Wind. Inmitten dieser Wildnis begann ein Abenteuer, das ich mit einer Gruppe engagierter Fotoenthusiasten teilen durfte. Vereint durch die Jagd nach dem Licht und die Bereitschaft, den Kräften Patagoniens zu trotzen. Geleitet wurde unsere Gruppe vom österreichischen Fotografen Walter Luttenberger. Gar nicht mal so scheiße hier. ...4000 Kilometer nördlich der Gletscher beginnt unser Abenteuer in einer Welt aus Salz, Licht und meterhohen Kakteen. Die Atacama täuscht das Auge. Die gewaltigen Gebirge lassen uns oft vergessen, wie hoch wir uns hier eigentlich bewegen. Doch die dünne Luft ist unser ständiger Begleiter. Schon unsere Unterkunft auf 2400 Metern macht jede Wanderung zur körperlichen Herausforderung. Tag für Tag tasten wir uns weiter nach oben, bis wir am letzten Tag auf 4200 Metern unseren höchsten Punkt erreichen. In der Atacama gibt es eben im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubende Landschaften zu bestaunen. Und das spüren wir hier mit jedem einzelnen Schritt. Santiago de Chile ist für uns nur eine flüchtige Begegnung. Ein kurzer, intensiver Moment im Puls der Hauptstadt, um den Staub der Wüste abzuschütteln und den Fokus neu zu setzen. Wir tauchen ein in den Rhythmus der Metropole. Ein letztes Mal Zivilisation
bevor uns der Weg dorthin führt, wo die Wildnis übernimmt. Puerto Natales empfängt uns so, wie man es von diesem Ort erwartet. Ungemütlich und rau. Der Wind, der unaufhörlich über den Fjord peitscht, ist ein erster Vorgeschmack auf die ungezähmte Kraft des Südens. Doch für uns ist es kein Grund zum Innehalten. Wir nutzen den Sturm und das wechselhafte Spiel der Wolken, um die ersten Momente dieser rauen Schönheit einzufangen. Bei unserer Ankunft hält sich der Nationalpark noch bedeckt. Die Gipfel verschwinden hinter dichten Wolken, doch die raue Stimmung gibt uns bereits einen ersten Vorgeschmack auf die kommenden Tage. Unseren ersten vollen Tag im Park widmen wir der Suche nach dem Phantom der Anden. Während professionelle Tracker für uns die Hänge nach Pumas absuchen und wir in Rufweite bereitstehen, schenkt uns die Landschaft bereits unzählige andere Motive. Dass sich die große Katze letztlich nicht zeigt, wird fast zur Nebensache. Denn Patagonien belohnt unsere Geduld schließlich auf seine ganz eigene Weise. Wir erleben einen Sonnenaufgang, der die Berge in so spektakuläres Licht taucht, dass wir alle mit einem breiten Grinsen im Gesicht zum Frühstück zurückkehren. Der Puma bleibt ein Versprechen für das nächste Mal, doch unsere Speicherkarten sind auch ohne ihn voller Magie.
Hinter uns liegt die chilenische Grenze und ein langer Reisetag durch die Weite der Pampa. Unser Ziel ist eines der spektakulärsten Naturwunder der Erde. Schon vom Boot aus wird klar, wie winzig wir im Vergleich zu diesen blau schimmernden Eiswänden sind. Das Wetter spielt uns dabei in die Karten. Die leichte Bewölkung filtert das Licht perfekt und lässt das tiefe Blau des Eises förmlich leuchten. Später nehmen wir uns auf den Wanderwegen Zeit, den Gletscher aus immer neuen Blickwinkeln zu bestaunen. Dabei begleitet uns immer wieder das tiefe Donnern, wenn an der Abbruchkante riesige Eismassen kalben. Es ist eine ganz eigene, majestätische Form der Kraft Patagoniens, die uns hier gefangen nimmt. Unsere nächste Station führt uns nach El Chaitén, in das Herz der patagonischen Wanderwege. Den kompletten Tag unserer Anreise zeigt sich der legendäre Fitzroy in seiner vollen Pracht. Ein echter Glücksfall, denn ab dem nächsten Morgen zieht es zu. Fast die gesamte restliche Zeit über hält sich der König der Anden hartnäckig hinter dichten Wolken verborgen. Doch die Pfade hier bieten weit mehr als nur Gipfelpanoramen. Unser Weg führt uns durch die wilde Natur direkt zu einem wunderschönen Wasserfall, wo wir das fließende, klare Wasser mit unseren Kameras festhalten. Und der Abschied hält ein ganz besonderes Geschenk für uns bereit. Pünktlich zur Abreise reißen die Wolken auf und der Fitzroy präsentiert sich uns frisch verschneit in einem strahlend weißen Winterkleid.
Unsere letzte Station führt uns in das pulsierende Herz von Buenos Aires. Zwischen riesigen Menschenmengen und den Klängen eines Streetfestivals lassen wir uns durch die Straßen treiben. Zum krönenden Abschluss zieht uns die Leidenschaft und Energie einer traditionellen Tango-Show in ihren Bann. Ein faszinierendes visuelles Feuerwerk, das diese Metropole perfekt beschreibt. Die Reise neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Nicht mehr lange, bis der Alltag uns wieder hat. Doch was bleibt, sind unzählige Bilder und Erinnerungen an ein unvergessliches Abenteuer, das ich mit einer wirklich tollen Gruppe teilen durfte. Am Ende kann ich mich Walters Worten nur anschließen. Gar nicht mal so scheiße hier.